Also wir haben nicht die besten Neuigkeiten gekriegt, die wir gehofft haben. Wir haben keine Ahnung, wie es weitergeht. Gerade ist es alles sehr überwältigend und wir wissen nicht so richtig, was wir machen sollen. Das ist Worst Case. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Wow, das fühlt sich merkwürdig und komisch an. We are back! Wir sind zurück. So lange nicht mehr in die Kamera gesprochen, so lange nichts mehr gefilmt. Wir wollen nicht lügen, die Pause tat ein bisschen gut. Nichtsdestotrotz haben wir nicht so richtig Pause gemacht, aber offline Zeit genossen, sagen wir es mal so, und sind jetzt beim unserem Mechaniker des Vertrauens hier angekommen, gestern schon, und haben angefangen an unserem Van rum zu basteln. Aber wir trinken jetzt erstmal unseren Kaffee und dann erzählen wir euch dazu mehr. Aber bevor da jetzt irgendwas wirklich Schlimmes passiert, würde ich die Geräusche. Okay, ich habe jetzt gerade sehr schnell meine Sachen zusammengepackt. Peppy ist auch schon ready, weil Tara holt mich jetzt hier ab. Basti bleibt noch hier beim Van und in der Werkstatt und guckt, ja, wie das hier so weitergeht und ob noch irgendwie irgendwelche Entscheidungen getroffen werden müssen. Aber Tara hat uns in ein Airbnb eingeladen, wo wir heute Nacht noch übernachten dürfen, so als krönenden Abschluss. Und ja, Peppy und ich, wir gehen da jetzt schon mal hin und arbeiten dann da noch ein bisschen was am Laptop. Und es gibt einen Hot Tub. Genau, deswegen machen wir jetzt unseren Weg schon mal dahin. Und Basti kommt dann später nach. Hoffentlich mit einem ganzen Van. Okay, ich lasse Basti jetzt hier hinter mir und Tara und ich, wir fahren jetzt erstmal Richtung Stadt und holen uns was zu essen. Wanna say hi to the vlog? Hi vlog! Kaffee! Let's find something fun. Nice. Wir haben jetzt gerade unseren Podcast aufgenommen. Tara kam genau zum richtigen Zeitpunkt und Peppy und ich, wir fahren jetzt mit. Es kommt mir sehr bekannt vor hier alles. Peppy hat hier ein paar Arrangierungsprobleme. Sitze ich auf deiner Leine? Ja. There's a French bakery that's nearby. And there's also a place called Detour Cafe, which serves gourmet teas, hearty breakfasts, and sandwiches, as well as artisan coffee. Awesome. Which do you prefer? The detour. It sounds like it's worth the detour. Okay, let's do it. Auf Wiedersehen. Goodbye. Wir haben gerade hier ums Eck nochmal kurz Freunde besucht zum Verabschieden, die hier einen Van-Workshop haben, und dann hat Basti geschrieben, wir sollen nochmal zurückkommen. Deswegen sind wir jetzt nochmal hier. Ja. Was passiert? Fast nur fertig. Kurz alleine. Wir waren fast fertig. Und dann, wir haben schon Motor gestartet, kurz getestet, weil wir die Batterie einmal checken wollten, die übrigens gut ist. Also wir müssen irgendwas angelassen haben. Bin dann rausgegangen, um mir das anzugucken, und habe gesehen, dass die falsche Kühlflüssigkeit eingefüllt wurde. Und dazu haben wir noch ein komisches... Und der Motor war schon gestartet? Ja. Oh. Und ein komisches Geräusch hat es auch noch gemacht. Das heißt, Kühlflüssigkeit muss wieder raus, sauber gemacht werden, die richtige Kühlflüssigkeit rein. Und wir müssen nochmal den Keilriemen checken, weil da ist vielleicht irgendwas lose beim Wiederzusammenbauen gewesen. Das macht er jetzt gerade. Weil da ein Geräusch war, das vorher nicht da war. Fast fertig. Aber alles wieder auseinanderbauen. Yay. Wir sehen uns später. Alle. Wir hoffen, er kriegt alles gefixt und wir gehen jetzt erstmal in einen Café.
Coffee? Coffee. Coffee. Tea. Tee. Tea. So, liebe Leute, ich bin auch im Airbnb angekommen, gehe gleich rein, wollte euch aber vorher nochmal ganz kurz einen ganz groben Überblick geben über das, was wir jetzt eigentlich in der Werkstatt haben machen lassen und was eigentlich das Problem ist. Denn in der Werkstatt wollten wir ursprünglich mal nur den Zahnriemen wechseln lassen. Nicht, weil der Probleme gemacht hat, sondern weil es einfach irgendwie an der Zeit war. Kurz bevor wir dahin gefahren sind, haben wir aber festgestellt, dass wir Kühlflüssigkeit verlieren. Und wenn wir länger fahren, so über 2,5 Stunden, sogar relativ viel. Das haben wir nämlich so festgestellt, dass wir einfach nur mal nachchecken wollten und haben fast der gesamte Kanister war leer. So, da gab es natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Wir haben eigentlich alles ausprobiert, haben beim Zahnriemenwechsel auch festgestellt, dass die Wasserpumpe ein bisschen getropft hat und waren dann sehr guter Dinge, dass wir das mit der Wasserpumpe dann, die hatten wir tatsächlich auch dabei als Ersatzteil, haben alles ausgetauscht und waren in der Hoffnung, dass es dann jetzt auch wieder funktioniert. Das war offensichtlich nicht der Fall. Wir verlieren immer noch genauso viel Kühlwasser. Natürlich war auch die Zylinderkopfdichtung da ein großes Thema. Allerdings haben wir gar nicht diese ganzen Zeichen, die dafür sprechen. Der Motor ist nicht überhitzt. Wir hatten keinen weißen Rauch. Wir hatten keinen Schaum oder Ablagerung an dem Öldeckel. Es hat nicht gestunken, wenn wir den Behälter aufgedreht haben. Auch wenn wir die Heizung, also die Belüftung angemacht haben, haben wir auch nichts gerochen und gemerkt. Hat also eigentlich nichts für Zylinderkopfdichtung gesprochen. Wir haben dann aber auch mal den CO-Test gemacht, wo man eine blaue Flüssigkeit auf den Behälter schraubt und Vakuum erzeugt und dadurch die Luft quasi aus dem Behälter reingezogen wird in die Flüssigkeit, eine chemische Reaktion kommt. Sobald CO2 von den Abgasen quasi mit dem Kühlmittel sich vermischt haben, dann wären die da drin und dann verfärbt sich das Grün. Bei uns hat es sich hellblau verfärbt, also weder ist es blau geblieben, noch ist es grün geworden. Damit konnten wir jetzt auch nicht so viel anfangen und wir haben versucht, alles andere erstmal zu versuchen und quasi auszuschließen, dass es dann irgendwie der Zylinderkopf ist. Bisher hat nichts funktioniert. Jetzt sind wir eigentlich sehr ratlos, weil eben so vieles gegen den Zylinderkopf spricht, aber es auch irgendwie keine anderen Möglichkeiten mehr gibt. Auch unser Mechaniker, der super ist und sich mit allem Wissen, auch mit seinen Kollegen, auch wie sich unser Kühlwasser verhält, wann es absinkt, wann es wieder steigt, wann wir es verlieren. Es gibt einfach also es tropft nicht raus, sondern es wird oben aus dem Deckel rausgedrückt. Das würde noch für den Zylinderkopf sprechen. Jetzt werden wir morgen nochmal einen ganz einfachen Test machen. Und zwar einfach nur die Kappe, die ein Ventil hat und was rauslässt, wenn der Druck zu hoch wird. Ob die vielleicht undicht ist und vielleicht das Kühlwasser verschwindet aus dem Deckel. Und dann werden wir einen heilen Deckel nochmal testen und dann hoffentlich, entweder ist es das sogar nur und dann brauchen wir für ein paar $, eine neue Kappe und das war's. Und ansonsten verdichtet es sich, dass wir den Zylinderkopf, die Zylinderkopfdichtung tauschen müssen. Die Teile haben wir natürlich nicht und dann wird's, keine Ahnung, was dann passiert, wie wir das regeln können, weil auch der Mechaniker keine Ahnung von unserem Motor hat. Das sehr lange dauert, das auseinanderzubauen und dann stehen wir vor einem Rätsel. Wir müssen gucken, wie wir damit umgehen. Wir werden aber morgen hoffentlich mehr wissen und dann werden wir euch berichten. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das war die grobe Zusammenfassung von dem, was wir in den letzten Wochen damit gemacht haben und versucht haben herauszufinden, was das Problem ist. Also morgen mehr. Ich gehe jetzt rein und genieße den Abend im Airbnb.
Guten Morgen. Es ist einfach so ein schöner Morgen hier und nicht wie die letzten Tage. Es ist heute Morgen irgendwie richtig schön angenehm warm und kann schon im T-Shirt raus. Und ja, das Haus, wo wir gerade sein dürfen, ist hier direkt am Wasser, am Lake Ontario, und hier ist direkt eine richtig lange Promenade, wo man entlang spazieren kann. Ich bin jetzt hier gerade auf eine Bank gesetzt, kann hier direkt auf Toronto rüber gucken und ja, versuchen nicht so viel Trübsal zu blasen, was den Van angeht. Da haben wir nämlich nicht so gute Neuigkeiten. Aber wir dachten uns, schlechte Laune und Zweifel und Wut auf uns selber, dass wir es irgendwie nicht vorhersehen konnten oder nicht früher irgendwas oder noch mehr Teile bestellt haben, bringt uns auch nicht weiter. Wir genießen jetzt erstmal, dass wir hier in diesem Airbnb sein dürfen und fahren später nochmal zu unserem Mechaniker und versuchen eine Lösung zu finden. Aber was im Detail gestern noch passiert ist, erzählen wir euch gleich. Jetzt laufe ich mit Peps erstmal wieder zurück und dann gibt es Kaffee. Ich sitze hier am großen Tisch, Basti sitzt auf der großen gemütlichen Couch und irgendwie können wir unser Glück gar nicht fassen, dass wir in so einem Airbnb überhaupt gerade sein können und ja, außerhalb des Vans eine Lösung für den Van finden zu können. Ein Danke gilt an unsere Freundin Tara, die hier vorne sitzt. Die ist auch schon fleißig am Arbeiten. Die hat es uns ermöglicht, dass wir hier in dem Airbnb sein können. Und die beste Neuigkeit ist, wir müssen zwar heute hier ausziehen, aber wir dürfen einfach noch in ein zweites Airbnb einziehen. Wir sind jetzt Airbnb-Tester, weil Ja. Group nicht mehr fährt. Genau, wir werden jetzt einfach zu professionellen Airbnb-Testern. Wir sind gerade in regem Austausch mit ein paar Followern auf Instagram. Schon mal vielen Dank für all die lieben Nachrichten, die wir da bekommen haben und Hilfestellungen. Und ja, wer alles up-to-date und live miterleben möchte, kann gerne auf Instagram gehen und uns da folgen. Da posten wir gerade eigentlich ziemlich regelmäßig mal wieder über unseren Van-Schmerz. Genau, wir machen jetzt hier noch ein paar Mails trotzdem fertig, filmen gleich nochmal einmal durch dieses wundervolle Airbnb und zeigen euch, wo wir hier sein durften. Und dann packen wir zusammen und dann fahren wir nochmal Richtung zu unseren Freunden, den Tosas, und testen nochmal die Cap. Aber es deuten immer mehr Zeichen darauf hin, dass es wohl die Zylinderkopfdichtung ist. Hier hinten durften Sven und ich heute Nacht schlafen. Hatten zwar nicht diesen mega Ausblick von den anderen Schlafzimmern, die ich euch gleich zeige. Irgendwie haben wir uns das aber auch selber ausgesucht. Und die Matratze war ein bisschen hart. Deswegen habe ich heute Nacht nicht ganz so gut geschlafen. In Groot ist es einfach doch noch besser, aber insgesamt ist es natürlich der absolute Hammer. Vor allen Dingen, weil wir ein eigenes Badezimmer hatten. Endlich mal wieder Privatsphäre im Badezimmer. Das hier wäre das zweite Schlafzimmer gewesen mit dem mega Ausblick. Irgendwie sah das Bett ein bisschen kleiner aus als das andere, deswegen haben wir uns für das andere Zimmer entschieden, aber eigentlich sind die gleich groß, wie ich gerade festgestellt habe. Halb so wild. Hier sind wir im Master Bedroom mit eigenem riesigen Badezimmer. Und das Badezimmer ist ein ziemliches Highlight, denn hier könnte man auch schön
baden, wenn man will. Und ich glaube, Svenny hat das sogar genutzt. Wen wundert's? Und natürlich hat der Master Bedroom auch einen eigenen kleinen Elektrokamin und natürlich den, ich wollte schon Meerblick sagen, aber es ist ja ein See, also mit Seeblick. Die Küche hat natürlich auch alles, was man braucht. Offene Küche, mega cool, riesengroß. Aber absolutes Highlight ist natürlich Couch und Fernseher. Du wolltest gestern Dumbledore sehen. Ja. Sind aber eingeschlafen dabei. Also wir wissen nicht, was passiert. Das ist gerade unsere tägliche Routine. Einmal alle Flüssigkeiten checken. Ich glaube, wir haben den Part schon eingeblendet, wo Basti erzählt, dass unser Mechaniker aus Versehen noch das falsche Kühlmittel eingefüllt hat. Und zwar das Orangene und nicht das Pinke. Und jetzt wurde zwar nochmal alles rausgespült und Pink ist nachgeschüttet, aber wir haben trotzdem noch das Gefühl, dass ein bisschen orangener Rest drin ist, weil es nicht ganz pink ist, also es ist so ein bisschen orangelich verfärbt. Ja. Haube zu und dann machen wir unsere erste Fahrt für heute. Holen uns noch was zu frühstücken auf dem Weg und dann heißt es Daumen drücken. Naja, Daumen müssen nicht mehr gedrückt werden. Das Kind ist schon im Brunnen gefallen. Finger tun langsam weh vom Daumen drücken und ja. Fingers crossen. Ja, jetzt muss einfach nur noch das erledigt werden, was erledigt werden muss. See you later! Crazy, die Brücke, über die wir gleich drüber fahren, die ist einmal so komplett hochgefahren, damit ein Boot durchfahren konnte und ist jetzt wieder komplett runtergefahren. Basti findet nichts mehr spannend. Doch, ich fand's auch cool. Aber weil der Reparaturen stattfinden, ist sie nur einspurig. Und wenn wir Pech haben, kommen erst die anderen von der anderen Seite. Und wir müssen warten. Lange warten. Das Glück ist auf unserer Seite. Wir haben grün. Jetzt müssen die Leute nur noch fahren. Juhu! Mix and blow up! Happy Wetter! Micha! Hi! Ja, Micha! You wanna go? Na, Svenny, da sind so viele Leute da draußen. I will. I'm gonna give him the cup first. Fine! Wir haben uns mit den beiden Nasen hier nochmal getroffen. Oh, ist ganz schön laut hier gerade an der Straße. Weil wir nochmal einen letzten Test machen wollen. Und zwar haben wir jetzt den Drehverschluss oben gewechselt, um vielleicht zu testen, ob unser Drehverschluss kaputt ist.
Ja, und jetzt essen wir hier kurz was mit den beiden und kaufen uns vielleicht Festival-Tickets für ein Musikfestival, was morgen hier stattfindet. Und fahren dann nochmal 2 Stunden rum, weil das ist meistens die Anzahl an Stunden, wenn es heiß wird und anfängt Druck zu bilden. Aber eigentlich sind wir schon ziemlich sicher, dass wir noch ein paar Teile aus Deutschland bestellen müssen. Ach so, und falls ihr euch fragt, warum habt ihr die Teile nicht schon längst bestellt, nachdem ihr hier angekommen seid? Es gab einfach sehr viele Meinungen zu unserem Motor, zu unserem Auto und viele haben gesagt, es ist auf keinen Fall der Zylinderkopf. Lass erst die anderen Sachen machen und es war einfach auch, es gibt unterschiedliche Zylinderkopfdichtungen und ja, wir dachten einfach, wir haben Glück und können mit den anderen Sachen, die wir reparieren, das Auto fixen, aber scheint wohl nicht der Fall zu sein. Aber jetzt gibt es erstmal was für einen Magen. Und habt ihr alle richtig geraten, wo wir sind? Natürlich sind wir in einer Brewery. Beer? Yes, please. Yes. Oh God. We never get out of this country. I'm not fucking leaving! Cheers! What a nice reunion, Oh, good to see you again. After all that year happened, like, so in Germany you get like honey creams and like cream cheese kind of stuff, like heavy. Was eine Scheiße. Ausgestiegen und in Kaugummi getreten? Ausgestiegen und direkt in Kaugummi rein. Ich nicht gebrauchen sowas, ey. Der ist fresh. Wir sind jetzt wieder beim Mechaniker und machen jetzt den finalen Head Gasket Test, Zylinderkopfdichtungstest. Wir haben ihn jetzt schon mehrere Male gemacht. Jedes Mal hatten wir ein bisschen eine Verfärbung, einmal hatten wir gar keine Verfärbung. Jetzt hatten wir gerade eine komplett krasse grüne Verfärbung und wenn es sich grün verfärbt, dann ist es kein gutes Zeichen und jetzt wollen wir ihn noch einmal machen und ja. Wir hatten eigentlich ein ganz gutes Gefühl, dass es vielleicht doch jetzt mit der Wasserpumpe, die geleakt hat, ja, die kleine, ein bisschen undicht war, dass wir es damit gefixt haben, aber anscheinend nicht. Anscheinend fordert uns unser Van, unser Abenteuer nochmal heraus und wir müssen doch die Teile bestellen, wo wir gehofft hatten, dass wir sie nicht brauchen. Und deshalb tun wir uns mit der Entscheidung so schwer, weil jedes Mal kommt eine andere Farbe raus, jedes Mal ist eine andere, keine Ahnung. Es ist einfach, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Ich will jetzt nicht vor der Kamera sein. Also wir haben nicht die besten Neuigkeiten gekriegt, die wir gehofft haben. Oder mit guten Neuigkeiten haben wir eigentlich überhaupt nicht mehr gehofft, aber
er ist sich jetzt halt auch nicht mehr sicher, ob es der Zylinderkopf ist überhaupt und wie viel, also er kann halt auch überhaupt nicht sagen, wie viel Arbeit das in Anspruch nimmt und vielleicht haben wir dann alle Teile, vielleicht haben wir nicht alle Teile, wenn wir die jetzt bestellen und es könnte 2 Wochen dauern, es könnte 3 Wochen dauern, es könnte aber auch 6 Wochen dauern. Und gerade ist es alles sehr überwältigend und wir wissen nicht so richtig, was wir machen sollen, ob wir... Also es fühlt sich an, als wenn unsere Option Abbruch, dass es das war mit der Panamericana und wir zurück verschiffen oder wir ins Blaue hinein alle möglichen Ersatzteile bestellen, den Motor auseinandernehmen lassen und hoffen, es ist die Zylinderkopfdichtung. Und hoffen, dass auch alles gut geht, wenn die den Motor rausnehmen und nicht noch irgendwas anderes kaputt geht, was wir dann bestellen müssen, weil wir einfach hier auch überhaupt keine Möglichkeit haben, irgendwelche Teile zu bekommen. Ja, das versuchen wir also schon, oder müssten wir dann schon versuchen, irgendwie mit abzudecken, dass wir alle Teile, was jetzt damit zusammenhängen kann, irgendwie bestellen, aus Deutschland bekommen. Und dann hoffen, dass wir da irgendwie eine Lösung finden. Und wenn nicht, dann ist definitiv Schluss. Ja, dann haben wir hier viel Geld in den Sand gesetzt und dann müssen wir nochmal zu Hause viel, falls wir überhaupt mit dem Van bis zum Hafen kommen. Das ist Worst Case. Also, wir haben keine Ahnung, wie es weitergeht. Wir können es euch aber auch noch nicht sagen, weil bis wir es wissen, ist der Vlog wahrscheinlich schon draußen. Und deshalb müsst ihr alle fleißig abonnieren und die Glocke aktivieren und gucken, ob nächste Woche ein Video kommt oder nicht. Und ja, nächste Woche sehen wir weiter. Also, wenn euch das Video genauso viel Spaß gemacht hat wie uns, Daumen nach oben oder einfach nur ein Motivationsbooster mit Daumen nach oben. das Emoji der Woche könnt ihr euch aussuchen. Ja. That's it. That's real. Und wir haben schon solche Stories gehört und haben gehofft, dass wir nicht zu denen gehören, die solche Entscheidungen treffen müssen. Aber ja. Und wir dachten, wir können euch schon wieder ein Reisevideo zeigen. Wie wir über die Grenze fahren. Wie wir über die Grenze. Aber ja, wir können es nicht mehr versprechen, wann es damit weitergeht. Nee. Aber wir werden uns was einfallen lassen für euch, versprochen. Ja. Bis nächste Woche. Danke. Ende.